Ich hätte nie gedacht, dass meine Idee wirklich umgesetzt wird. Ich finde eigentlich, dass die Idee gar nicht wirklich zu Swissgrid passt, so ein Experiment. Innovation heißt Erneuerung. Sie setzt Neugierde, Kreativität und Lust auf Transformation voraus. Eine Idee ist erst dann eine Innovation, wenn sie erfolgreich angewendet wird und eine Organisation durchdrungen hat. Sie muss interaktiv und sinnstiftend sein und sie endet nicht, sondern wird durch die Interaktion mit den Anwenderinnen und Anwendern weiterentwickelt. Am Anfang habe ich immer gedacht, ja, das wird einfach schnurgerade durchgehen. Und bin recht erstaunt, dass man von Anfang an von Scheitern geredet hat. Für mich ist ein Experiment einfach ein Ausprobieren. Und Scheitern ist immer die Frage, was dein Referenzpunkt ist. Man kann ja gar nicht scheitern. Man lernt ja immer, wenn man etwas ausprobiert. Für Swissgrid ist Innovation ein wesentlicher Treiber der angestrebten digitalen Transformation. Einer Transformation, die technologische, personelle und kulturelle Dimensionen in sich trägt. Innovation ist wichtig für jedes Unternehmen. Am Schluss das machen wir nicht zum Spaß. Wir möchten einen echten Nutzen generieren für das Unternehmen, für die Kunden der Unternehmen. Und wenn man sagt, hey, meine Alltagsarbeit kann ich nur noch in 80% von meiner bisherigen Zeit leisten und den anderen Teil darf ich verwenden für etwas, wo ich das Gefühl habe, bringt mir und meinem Team Swissgrid etwas, dass ich dann diese Zeit dafür investiere. Cool, dass Swissgrid sich etwas wagt in einem sehr sicherheitsgeprägten Umfeld. Innovation hat einen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitswelt, weil sie neue Berufsfelder schafft, angestammte Prozesse, Denk- und Arbeitsweisen verändert oder ersetzt. Yeah, my motivation was to learn new things, and there are many new things coming up in the market. Die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens ist auch eine Frage der Kultur. Durch die Stärkung der Innovationskultur will Swissgrid Impulse setzen, Talente und Ideen fördern und dass wir im Prozess der Innovation voneinander lernen. Wirklich mitzumachen ist für mich was eine Win-Win-Situation. Einerseits finde ich es ein cooles Experiment und wichtig für uns, Innovationen voranzutreiben. Und andererseits ist es ein Thema, das mir am Herzen liegt, wo ich jetzt endlich mal Zeit habe, genau reinzuschauen. The biggest challenge is managing the time, because this is an experiment. Like, we need to have 20% of our time, so we optimize how to optimize our work. That was the one challenge. And then to learn new things or to experiment new things, it needs more motivation, more time. And that was the challenge, which we are overcoming with the time. Innovation setzt aber auch voraus, dass Zeit für Ideen und deren Umsetzung vorhanden ist. Sie muss im aktuellen Arbeitsalltag eingeplant und genutzt werden können. Mit dem Experiment 20% haben 10 Swissgrid-Mitarbeitende diesen Versuch unternommen und ihre persönliche Innovationsidee verfolgt. I'm building a chatbot which can answer hopefully all the questions and queries within the company. Mein Projekt ist ein Prototyp einer Containerplattform. Mein Projekt beinhaltet die Einführung von einer Enterprise Search Lösung für Swissgrid. Mein Projekt beinhaltet ein End-to-End-Monitoring. Es geht darum, dass ich einen digitalen Zwilling schaffen möchte für eine Dokumentationsform für unsere IT-Landschaft. Mein Innovationsthema ist ein Application Management Simulator. Mein Projekt beinhaltet die Entwicklung von einem PEM-Checker. Zusammenfassend ist für mich das Fazit von dem Experiment einerseits, dass ich Danke sage für die mitgemacht haben. Während dieser Zeit haben wir Ansätze gesehen, Ansätze gefunden. Die Herausforderung, eben die 20% können sich freischaufeln für die Innovationszeit. Und aus diesen einzelnen Erfahrungen heraus, können wir jetzt wirklich alle davon profitieren, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wir können die einzelnen Ergebnisse nehmen, können die umsetzen. Und darum freue ich mich sehr, dass wir das Experiment gewagt haben. Merci vielmals für alle, die mitgemacht haben. Und es ist der Start für eine neue Reise. Merci vielmals.